With a flick of his wrist, he slashed Zenobia's throat. Her eyes widened even more. And then the light went out of them. Reynardo felt amazing. Power was rushing into him like water from a burst dam. Oh, such brilliance, exulted the Iblis stone. Tasty. Reynardo returned to the Farfarer and set a course for the Nexus. The Empire had a communication outpost there. He could call the Emperor directly. It was time to seize the outpost and let the Emperor know what he had done. Oh ja, zeigen wir ihm, wo der Hammer hängt mit unserer neuen Macht, die wir nun in unserem Iblisstein vereint haben. Zenobias Seelen und Seelen von mehreren Raben. Ich bin gespannt, wie sich diese Macht auf uns auswirkt. Sehr gespannt. Trau dich, Kapitel 3. Was beautiful. He never realized how beautiful. Everything glowed. The wind was so sweet. The sun so soft. The stones so warm. The black raven feathers. Black feathers. Suddenly, his eyes are filled with them. He's falling through smoke under a dead sun. A voice calls him home. Is this a vision? Whose? Is this the time of the lost gods? Or the future? No matter. What mattered now was killing his way to the Imperial outpost and challenging the Emperor from there. Erz. So. Töte alle Raben im imperialen Außenposten. Das werden wir. Wir werden alles vernichten. Und unseren Stein mit mehr Seelen füttern. Und nur so kommen wir an die Macht, die wir wollen. So, let's see. What was really fun was hooking yourself onto a moving ship. Oh, das sind eine Menge Erze. Und Windextrakt. Windextrakt ist sehr gut. Das hätte ich natürlich alles zerstören können. Habe ich natürlich verpennt. Egal. Zu faul zurückzulaufen. Weiter geht's. Ein bisschen Energie. Bisschen heilen. Oh. Wow. So. Wo sind denn überhaupt Raben? Ich wette da vorne. Ich wette da vorne. Haha. Gut. So, schauen wir uns doch mal unser flammiges Schwert an. Bam! Man sieht natürlich gar nicht mehr, wo überhaupt Gegner sind. Aber es funktioniert. Es ist toll. So, zack. So, noch irgendwas Spannendes hier? Da vorne ist ein Teleportationsstein. Gehen aber erstmal hier. Ah, gut, das war die gute Wahl. Umso mehr Loot, umso besser. So, zack. So, wo führt uns das Ganze hin? Hier. Sieht alles sich sehr ähnlich, muss man dazu sagen. Oh, können wir ihn töten? Hey, buddy. Hey there, old buddy. Please don't kill me. Why would I kill you? Asked Reynardo, although he had been thinking about it. Well, you've become... no, I mean, no disrespect at all here. Kind of evil? Maybe you should, I don't know, go to the mountains to have a think? See if maybe you're sure the stone is not all that healthy a thing to keep? I suppose you wanted, Reynardo said, and poked Lapino in the chest for emphasis. Oh, had he just killed Lapino? Oh, damn it. Ups, das war, ja. Jetzt fühle ich mich mächtiger. Das war aus Versehen. Mann, ich habe ihn doch nur anstupsen wollen. Upsi.
Naja, nichtsdestotrotz, weiter A geht's. very clever engineer named Elon Muskrat had got his start making floating platforms. Not many people knew that. Ah, nicht viele. Aber cool. Wenn man sowas schafft zu erfinden. Hut ab. Hut ab. So eine Werkbank bringt uns aber nichts. Wir können trotzdem mal schauen. Ach, Schwert ist auch auf höchster Stufe. Okay, das könnten wir jetzt nochmal upgraden. Und das hier können wir später nochmal upgraden. Also, das können wir zum ersten Mal erstmal herstellen, ja. Steigere die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Dafür brauchen wir aber 12 Windextrakte. Und wir finden zu wenig Windextrakt. Das ist ein bisschen dödelig. So, darüber kommen wir auch nicht. Obwohl da eine goldene Truhe ist. Schade, schade. So. Ah, perfekt. Noch ein paar Raben. Oh, was ist das? Was Neues? Nimm dich vor explodierenden Raben in Acht. Werden sie getroffen oder geworfen, dann explodieren sie. Okay. Kann ich das auch? Yep. Hat das funktioniert? Yep, hat. Okay, cool. Das heißt, man kann die auch einfach ranziehen. Dann explodieren die. Coole Sache, alle Male. Oh, ein Magier. Oh, zack. Nein. Ah. Okay, gerade noch so gerettet. Oh, zack. Schön. Sehr schön. So. Reynardo rampaged through the Imperial outpost like a water buffalo rampaging. At the last moment, he remembered not to kill the Farspeaker Toad. After all, he wanted a word with the Emperor. But there was only silence. Haha! The Emperor was scared, like little girl. Well, he would gather the rebel army and slaughter the Imperial fleet. Yes! Applauded the Iblistone. Tremendous. Then the Emperor would have to answer his Farspeaker, wouldn't he? Who are you? Asked a distant voice that sounded uncomfortably like Zenobia. What have you become? The mountains. Go to the mountains, urged another that sounded a bit like Lapino. Ha. Wir werden definitiv das machen, was uns der Iblisstein verrät. Denn wir folgen ihm schon seit geraumer Zeit. Reynardo called the rebel council to let them know to gather their forces. Then he killed the Farspeaker Toad. Why? Well, because to make sure his sword was sharp. Oh no, that's awful. So no one else could use it. Yes, that's it. Then he set off for the ruins and the secret rebel base. Uiuiui. Mal schauen. Wir haben jetzt Lapino umgebracht. Wir haben Zenobia umgebracht. Und wir wollen den Imperator töten. So lässt sich's doch leben, oder? Einfach alles mitteln, was in den Weg kommt. Alles. Alles. The ruins were crawling with ravens. Probably looking for the secret base, Reynardo thought. But then he realized they're probably looking for me. They must be very scared of me. Well, here I am. You are the finest warrior ever, whispered the Iblistone. And he had to agree with it, for once. Who was as good as Reynardo? Schöne Sache, wirklich. Schöne Sache. So, wir können jetzt wahrscheinlich gar kein Feuerextrakt mehr sammeln, was ziemlich geil wäre, weil dann haben wir die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir was anderes sammeln. Glaube ich jetzt einfach mal. So, was machen wir denn? Wir sollten generell mal mehr Schaden machen, wobei das hier klingt ziemlich cool an. Feinde aus der Entfernung angreifen. Leben bräuchten wir aber auch und maximale Ausdauer. Ich wäre jetzt eher für das hier oder... Warte mal. Ein übernatürliches... Ah, das haben wir schon. Gegen geht natürlich... Achso, das... Machen wir das hier. Jetzt können wir ab einer Komboschwelle von 30, die wir meistens eigentlich hatten, Gegner aus der Ferne angreifen. Wie das Ganze aussieht, interessiert mich gerade noch sehr, weil ich mir noch nicht so vorstellen kann. Ah, das war dumm. Bam.
Mist. Zack. Ja, da merken wir aber schon, die Kombo-Schwelle zu merken ist halt doch schwer. Das war nämlich eine sehr dumme Kombo. Not Zenobia. Hypatia, the kid's mother. Reynardo had never thought he'd date a librarian. He'd always figured himself for the barmaid type. But then, he'd never figured the library of Ubar would have comic books, or that Hypatia would know anything about them. He missed her. So. Hier ist noch was zu zerstören, das ist gut. Perfekto. Schauen wir doch mal, was hier alles ist. It was good to practice your moves, thought Reynardo. Keeps you limber. Oh. Brennt alle. Ah. Schon wieder dödelig die Kombo verwandelt. Reynardo was so happy. The stone was the best friend he'd ever had. Really? Who would bury such a treasure in the desert? Soon, he'd go rally the rebellion and usher a new age for the islands of Erda. Ach toll, wenn man so einen Stein als besten Freund hat. So. Altar, ja klar, fehlt noch einiges an EXP. Links, rechts, oh Gott, es gibt hier viele Wege. Okay, das war schon mal richtig. Allein schon für die Truhe. Once, Reynardo had been to a dungeon where all the chests were locked. It was awful. Was? Ein Dungeon, wo alle Chests locked sind? Gott. Gott, was für ein Gefühl muss das sein? Schrecklich. So, das Leerenschwert haben wir leider immer noch nicht. Oh. Aber wir haben ganz viele Erze. Und zack. Wir können ja jetzt mal die Plattform nehmen, aber wir laufen einfach wieder runter. Ich meine, hier waren wir ja schon mal. Oh, gar keine Gegner. Dann sollten wir vielleicht doch die Plattform nehmen. Dann sollten wir doch die Plattform nehmen. Denn wo könnte die sie jetzt hinführen? The platform used a hybrid propulsion system fueled by anti-gravity and wishful thinking. Perfekt. Zum Flammenschwert-Ding. So, war hier noch irgendwas außer... Nope. Dann schauen wir doch mal. Ah, immer wenn ich mit verschiedenen Sachen dashe, habe ich auch verschiedenes Ding hinter mir. Guck mal, wenn ich so Feuer dashe, ist alles so feurig. Reynardo thought. See? Dashing? Get it? Oh, Sturz. Das war... Der Witz war geil. Der Witz war sehr gut. Der Witz war sehr gut. Ich bin stolz auf diesen Sprecher. Erzähler. Whatever. So, wir können unseren dritten Juwel ausrüsten. Perfekt. Deine Angriffe haben eine Chance von 10% auf doppelten Schaden. Cool. Sehr cool. So, dann schauen wir nochmal, wo uns das Ganze jetzt hinführt. Gut, dass wir doch die obere Plattform jetzt genommen haben. Urge the stone. Let it make you emperor. Yeah. Come to think of it, Reynardo thought as he put down another raven, why shouldn't I be emperor? How did anybody get to be emperor anyway? By making war. I'm not counting the transcendent emperor, obviously, who had banished the lost gods and started time. Yes, he should be emperor. He would make a great emperor. Right, Stone? Right, boss. Bestrafen, Terroristen, demütigen. Achso, bestrafen, terrorisieren, demütigen. Die Massen haben die Fäuste erhoben, angeführt von einer Handvoll Adliger mit zu viel Ehrgeiz. Ist das Neid, der sie dazu treibt, die Macht, nach der ich strebe, für sich zu gewinnen zu wollen? Sind sie nur Kriminelle, die uns bestehlen wollen? Für solche Verbrechen gibt es nur eine Strafe: den Tod. Ein Exempel zu statuieren und die Anführer zu töten. Jeden zu exekutieren, der es wagt, ihnen zu folgen. Oder ist es Angst, dass die Opfer, die ich gemacht habe, auch sie befallen würde?
Ist dies ein Kampf ums Überleben? Zeigt ihnen die wahre Bedeutung von Angst. Schlagt sie schnell und schlagt sie hart. Sie sollen leiden. Verbrennt alles, was ihnen am Herzen liegt. Oder ist es Hochmut, dass die Bedeutung solcher Opfer ihnen für immer verborgen bleiben wird? Sie wollen ein Mitspracherecht an meinen Entscheidungen. Diese Arroganz darf nicht geduldet werden. Bringt die Überlebenden zur Salzmine. Ihre Lungen sollen sich mit den ätzenden Staub füllen. Sie sollen sich gegenseitig für die winzigsten Essensreste verraten. Ihre Kinder sollen zusehen, wie sie dem Unheil anheimfallen und zu Wilden werden. Die Rebellion muss ohne Gnade im Keim erstickt werden. Bestrafen, terrorisieren, demütigen. Imperator Insegrim III. Kriegsmanifest. Interessant. Interessant. Reynardo hoped his mother wasn't watching. Krass. Krass, was hier abging. Aber dass das hier bei den Rebellen rumliegt? Komisch. Irgendwie komisch. Naja. Einiges an Ärzte gesammelt. Werkbank brauchen wir nicht. Oh. Noch mehr Raben. Ach ja, schön. Oh, ich brauche einen... Ja, perfekt. Was mir halt aufgefallen ist, wenn ich jetzt immer mit meinem Schwert, mit diesem Feuerschwert kämpfe, dann können wir halt zum einen geringere Kombos erzielen, allein schon, weil die Gegner schneller sterben. Was natürlich nicht so geil ist. Muss ich mir echt nochmal überlegen, ob das so clever ist. Also cool ist es, definitiv. Aber clever? Ich weiß ja nicht. So, zack, zack. So. Oh. Das war sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Gut, dass unser Schwert heilen kann. Huh? A lever? That was new. Most people still use doorknobs. Doorknobs? Und da ist auch etwas für das Wasserschwert. Nicht toll. Aber vorher noch ein paar Raben niedermetzeln. Zack. Und zack, das Schild haben wir auch. Ebenfalls auch. Oh, perfekt. Ich mag übrigens den Style von den Raben sehr. Wobei es wäre cool, wenn die noch verschiedene Waffen hätten oder so. Einfach nur der Abwechslung halber. Und wir können gleich aus der Ferne Feinde angreifen. Ah, da haben wir die Kombo vermasselt. Ich Idiot. Und dabei konnten wir gerade so schön hin und her hüpfen. Reynardo danced around the room yelling, Oh yeah, that's how we do it. it was something he liked to do, but only after he'd killed all the witnesses. So, schauen wir nochmal, was es hier gibt. Natürlich noch eine Truhe. Wer hat denn was anderes erwartet? Niemand natürlich. Die Frage ist nur, was ist denn in dieser Truhe? Und natürlich, oh, Wasserextrakt und der Schildbrecher. Das hört sich gut an. Und wir merken schon, wir kriegen echt keinen Feuerextrakt mehr. Was ja gut ist, weil das heißt, wir können rein die Schwerter hier leblappen. Und dass wir uns gegenseitig in die Quere kommen irgendwie. War jetzt vielleicht schlecht ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So. Dann ab hierher. Reynardo strode into the council. Let's do this thing. Let's make me emperor. They looked confused and nervous. Ah, had he mentioned the emperor thing? Yeah, he meant to bring that up later. I mean, let's go win this rebellion. He waved his sword around encouragingly. They ran. Cowards. He'd stop them. He cut down a few to inspire the others. But soon, there was no one to cut down. Well then, he'd have to attack the fleet alone. More for me, he said.
Unless it was the stone that said it. Traitors. Traitors, all of them. They'd run rather than following him, rather than cheering him. What should he do to the cowards? Anything he wanted to. After all, he was a true hero, the best warrior there ever was. No one could stop him now. But first, finish him. The Emperor, that is. Oh yeah.